Hallo liebe Stickgemeinde und herzlich willkommen zu einer weiteren Stickzeit. Ich freue mich, dass ich euch zur Stickzeit Nummer 3 begrüßen darf und hoffe, dass ihr auch Zeit habt, mit mir zu sticken. Heute werden wir an der Aqua Lady der Firma Waterbiz sticken, so wie ihr sie schon sehen könnt. Leider habe ich kein besseres Bild als dieses Bild hier auf der Papieranleitung, aber ich denke, sie ist sehr gut zu erkennen. Ja, die Aqua Lady ist ein Vordruckbild auf 16 Count AIDA und wird 50 x 70 cm groß. Heute möchte ich euch an diesem Teil hier mitnehmen, an dem Hintergrund neben den Haaren, denn der Hintergrund ist für mich leichter zu sticken. Da muss ich mich nicht so stark konzentrieren und kann euch besser etwas erzählen. Ja, ihr seht hier an der Papieranleitung die Kreuze. Das ist der Teil, den ich schon gestickt habe. Ich sticke ja in 10 x 10 Kästchen, backe dann meine Fäden und streiche das Ganze dann mit einem Kreuz ab. Ja, dann zeige ich euch mal das Bild, den Stickrahmen. Das sieht jetzt so aus. Ja, wie ihr seht, die gebackten Fäden und wir werden heute an den blauen Feldern mit dem schwarzen Punkt sticken. Das wäre hier die Farbe Nummer 43. Ich möchte jetzt euch nur das Bild einblenden, wie weit ich bereits bin. Viel ist ja nicht dazugekommen, aber ich möchte das Bild nicht aus dem Stickrahmen nehmen. Somit muss das eingeblendete Bild auch reichen. Ihr seht, es ist nur hier, glaube ich, die untere Reihe dazugekommen und ja, ist nicht so viel. Ja, dann werde ich das Ganze jetzt umbauen und wir können gemeinsam sticken. Bis gleich! Ja, meine Lieben, und da bin ich auch schon wieder. Ich habe das Ganze jetzt umgebaut und den Stickrahmen beim Tisch eingespannt. Ja, wir werden hier an den blauen Kästchen mit den schwarzen Punkt sticken, die Nummer 43. Und ich schaue jetzt auf der Papieranleitung nach. Die Nummer 43, also blaues Kästchen mit schwarzen Punkt, ist die DMC-Nummer Nummer 3752. Ja, ich habe hier schon den Faden vorbereitet. Er ist ein gebackter Faden. Den habe ich gebackt, nachdem ich das obere 10 x 10 Kästchen gestickt habe. Ich werde den Faden jetzt mal einfädeln. Ihr seht hier sind auch gebackte Fäden, jeweils von der oberen Reihe, werden dann darunter gebackt, um dann dort weiter sticken zu können. Ja, vorab möchte ich mich gleich entschuldigen, falls ihr irgendwelche Hintergeräusche hier hört. Das ist mein Wäschetrockner. Ja, das Wetter ist nämlich sehr, sehr bescheiden. Es hat hier ungefähr 10 Grad. Es regnet permanent und es ist einfach nur kalt. Aus diesem Grunde habe ich den Wäschetrockner für meine Wäsche eingeschalten, denn bei diesem Wetter kann ich leider nicht draußen meine Wäsche aufhängen, was ja logisch ist. Ja, ansonsten, was möchte ich euch von meinem Wochenende erzählen? Am Wochenende habe ich bei der Auktion mitgemacht der Firma Waterbiz. Ja, ich weiß nicht, ob ihr die Firma kennt. Ich habe sie schon oft erwähnt und auch schon ein bisschen was erzählt. Die Firma Waterbiz ist eine Firma mit Sitz in Kanada und ich sticke ja gerade an dem Projekt der Firma Waterbiz
Und sie produzieren halt Stickkits, die gibt es jetzt in Standard, mit Standardfarben, glaube ich, nennt sich das. Die haben dann 50 Farben. Oder es gibt auch Stickkits mit Max Colors, also mit Maximalfarben, und die haben dann auch so, glaube ich, um die 170 Farben. Ja, weiters gibt es auch PDF-Dateien, die man dort kaufen kann, und soweit ich weiß auch Diamond Painting Sets. Ja, naja, jedenfalls war da Samstag und Sonntag die Auktion der Firma Waterbiz. Die findet auf Facebook statt, und ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, jedes erste Wochenende im Monat findet eine Auktion statt. Ja, da kann man, also vorab wurde dort von der Inhaberin ein Album erstellt mit den Bildern, die man bei der Auktion ersteigern kann, also wo man mitbieten kann. Ich weiß nicht, ob jetzt wirklich alle Bilder dabei waren, die in diesem Album waren, denn man konnte ja schon vorher abstimmen, was einem interessiert, und ja, mit einem Like, einem Herzchen. Und ich glaube, diese Bilder sind dann auch tatsächlich bei der Auktion dabei gewesen. Ja, und wie gesagt, am Samstag hat das gestartet. Ich glaube, es war 14 Uhr. Und es wurden dann die Bilder eingestellt von der Inhaberin. Und ganz kurz nur, wie groß ist das Bild und das Mindestgebot. Also das Ganze findet natürlich alles auf Englisch statt, da ja der Sitz in Kanada ist. Ja, und dann sah ich mein Bild. Ich nenne es jetzt wirklich mein Bild, denn ich habe mich sofort schockverliebt. Also ganz, ganz, ganz tolles Bild. Was soll ich euch sagen? Also das wirklich, wirklich toll. Die Firma Waterbiz hat ja viel in dem Bereich Fantasy, aber es gibt auch andere Bilder, zwar weniger, der Hauptpunkt liegt halt im Fantasy-Bereich, und mein Bild stammt nicht aus dem Fantasy-Bereich. Ja, wie ihr schon bemerkt habt, sticke ich ja sehr gerne an Personen, also verschiedenen Menschen, auch hier die Aqua Lady, oder falls ihr Willow kennt, oder was fällt mir noch ein, Wild Child sticke ich. Also wie gesagt, ich sticke sehr gern an Personen. Ich bin jedes Mal gespannt, wie die Gesichter rauskommen, denn ich denke mir, das ist doch wirklich eine Herausforderung für jeden Hersteller, dass man das auch wirklich gut umsetzen kann. Ja, also könnt ihr euch denken, auch in diesem Fall bei der Auktion habe ich bei einer Person mitgeboten. Und ja, das Startgebot waren $40. Dazu muss ich dann vorab sagen, die Bilder der Firma Waterbiz kosten so, also die Standardbilder kosten so um die $55. Bei den Max Colors weiß ich jetzt leider nicht. Na, sie sind auf jeden Fall wesentlich teurer. Ich glaube so um die $80. Aber wie gesagt, da müsste ich jetzt lügen. Da weiß ich den Preis nicht so genau.
Ja, in dieser Auktion gibt es eigentlich nur die Standardbilder, also mit 50 Farben. Und wie gesagt, bei meinem Bild hat das Angebot mit 40 $ begonnen. Und ich habe gleich voll durchgestartet und habe 40 $ geboten. Ja, dann bleibt das Ganze einen gewissen Zeitraum so stehen. Und es kann halt jeder sein Gebot abgeben. Das geht aber nur in 5 $ Schritten. Und ja, nach einer gewissen Zeit kommen ja sowieso keine Gebote mehr und die Inhaberin des Shops beendet dann die Auktion für das jeweilige Bild. Ja, und was soll ich euch sagen? Ich war die einzige Bieterin für dieses Bild und habe das Bild für 40 $ ersteigert. Also ganz, ganz toll. Ich habe mich wirklich sehr, sehr darüber gefreut, denn das Motiv ist absolut für mich gemacht, mein Motiv. Ich werde es euch jetzt einblenden, damit ihr auch eine Vorstellung habt, von was ich rede. Na, und was sagt ihr dazu? Ist sie nicht einfach wunderschön? Absolut niedlich, dieses Mädchen. Also ich freue mich wirklich darauf, wenn ich dann loslegen kann und daran sticken kann. Also ich werde euch auf jeden Fall, sollte ich das Bild dann haben, ein Unboxing machen. Sie ist einfach nur entzückend. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir mitteilt, was ihr davon hält. Ich weiß, es ist nicht jedermanns Sache, Personen zu sticken. Viele mögen das gar nicht. Ich liebe es. Und darum schreibt mir doch mal in den Kommentaren, was sagt ihr zu diesem Bild? Und ja, ich denke, für 40 $ das ist wirklich nicht viel für dieses Bild. Und also ich bin wirklich begeistert. Jetzt muss ich hier nochmal zurücksticken, denn mein Faden ist gleich zu Ende. No. Leider ist das Licht sehr schlecht, da es ja draußen wirklich nur Regenwolken gibt und überhaupt keinen Sonnenschein und ich jetzt leider kein Licht eingeschalten habe. Aber ja, um zurückzukommen zu der Auktion, zu diesem kleinen Mädchenbild. Ja, zu Auktionsende, also nach den 2 Tagen, wenn man den Zuschlag bekommen hat, muss man dann seine Adresse sowie seine E-Mail-Adresse der Inhaberin mitteilen. Man bekommt dann einen Zahlungslink zugeschickt und einen Moment, ich mache nur einen Pinstitch noch, denn der Faden ist zu Ende. Ja, man bekommt dann einen Zahlungslink zugeschickt, wo man das Ganze dann bezahlen kann. Und ja, dann werden wir mal sehen, wie lange das dann dauert, bis das Bild auch bei mir ankommt. So, einen Moment, ich schneide nur kurz den Faden ab. So, der Faden ist abgeschnitten und wir werden gleich an dieser Nummer weiter sticken. Ich zeige euch jetzt meine Garnkarte, wie ich sie vorbereitet habe. Also man sieht hier mit so Etiketten und der Nummer drauf. Also wir brauchen ja die Nummer 3752, dieses Grau.
Dann werde ich einen Faden hier rausziehen. Ich weiß nicht, ob man das, ich zeige es euch, kann man nicht gut erkennen. Also mit der Nadel ziehe ich hier einen Faden raus. Geht ganz einfach. Danach, Entschuldigung, mein Bild ist verrutscht. So. Danach lege ich den Faden doppelt, so wie man hier sehen kann, und fädle das dann ein, um mit dem Loop Start, also mit dem Schlaufenanfang zu beginnen. So, ist auch schon fertig. Ja, dann machen wir da weiter, wo ich aufgehört habe. Ja, was soll ich sagen? Also ich finde die Auktion der Firma Votop ist wirklich genial. Es gab wirklich verschiedenste Richtungen an Stickkits, auch verschiedene Größen. Also die meisten Bilder, unter anderem auch mein Mädchen, das ich hier ersteigert habe, hat die Größe 50 x 70 cm, sowie die Aqua Lady ist auch in dieser Größe. Ja, es gab auch kleinere Bilder, die hatten dann auch ein geringeres Startgebot. Also ich glaube, das billigste fing aber mit $35 an. Und ja, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, man kann nur in $5 Schritten bieten. Das ist die Vorgabe. Auch dann steht noch in den Erklärungen dabei, als Bearbeitungsgebühr wird $7 verrechnet. Das beinhaltet aber auch schon den Versand des Kits. Und wie gesagt, die normalen Standard-Kits auf der Website der Firma Votopis kosten ja um die $55. Und da bin ich ja mit meinem Gebot von $40 plus den $7 Bearbeitungsgebühren doch noch weit darunter. Und ja, hat sich absolut rentiert, denn ich muss auch sagen, die Bilder, die ich jetzt, die hier zur Auktion zur Verfügung standen, habe ich nicht im Shop gesehen. Also ich weiß nicht, ob die noch in den Shop kommen oder ob die nur für die Auktion zum Verkauf standen. Ja, keine Ahnung. Das kann ich jetzt leider nicht beantworten. Aber ja, falls ihr daran Interesse habt, also ich möchte jetzt nicht unbedingt Werbung machen, aber es ist wirklich lustig und man kann wirklich günstig Bilder ersteigern. Sollte dann bei der nächsten Auktion dabei sein. Die findet dann im ersten Wochenende im Juni wieder statt. Und ja, man kann sich ja vorab die Bilder anschauen, welche zur Verfügung stehen. Und dann sollte man halt online sein und natürlich auf Facebook dabei sein, da das Ganze ja nur auf Facebook stattfindet. Also eine lustige, tolle Idee von der Firma Votopis. Ja. Ansonsten hier im Garten kann ich ja leider momentan nichts machen bei diesem Wetter. So, jetzt hat sich das irgendwo verknotet. Nein. Es ist ja schon soweit alles vorbereitet. Wir haben die letzten Pflanzen gesetzt. Das war auch am Wochenende. Also wir haben Tomaten,
Paprika gesetzt, dann Zucchini und Gurken gesetzt und dann noch angesät Karotten und Radieschen und, und Erbsen auch, eine Menge Erbsen. Wir essen sie sehr gerne. Da gibt es ja auch verschiedene Sorten und schmecken da am besten die Zuckererbsen, die halt einen leicht süßlichen Geschmack haben. Sehr gut. Ja, dann haben wir bereits vor längerer Zeit Kartoffeln gesetzt im Garten. Und Kartoffeln, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, die muss man ja anhäufen, also die Pflanze anhäufen mit Erde. Und in diesen Haufen wachsen dann ja die neuen Kartoffeln drinnen. Und nachdem die Pflanzen jetzt bereits so hoch waren, also dass sie aus der Erde herauskamen, haben wir sie das erste Mal angehäuft. Das heißt, komplett mit Erde wieder zugeschüttet. Und später findet das Ganze dann noch einmal statt. Und dann sollten sich die neuen Kartoffeln in diesen Erdhaufen gut entwickeln. Und ja, kann man dann im Herbst ernten. Ja, das ist wie gesagt auch eines meiner Hobbys, hier im Garten zu arbeiten. Ist auch ein schöner Ausgleich zu meinem Beruf. Und ja, auch mein Mann hat einen anstrengenden Beruf und verbringt auch sehr viel Zeit in der Arbeit. Und auch er empfindet das als schönen Ausgleich für zu Hause. Ja, und der nächste Urlaub ist dann im Juni geplant. Bis dahin wird halt im Garten gearbeitet, der Rasen gehört gepflegt, der Pool gehört gereinigt. Also das haben wir schon gereinigt. Mittlerweile hat unser Swimmingpool ja schon, ich glaube 27, 28 Grad. Also schon perfekt zum Schwimmen, aber bei solchen Außentemperaturen, wie wir heute haben, so 10 Grad, geht man natürlich nicht ins Wasser. Also ich halt nicht. Es gibt sicher Ausnahmen, die ins Wasser gehen, aber es gibt ja auch Leute, die bei Minusgraden ins Wasser gehen. Also ja, nichts für mich. Ja. Ansonsten, woran stickt ihr gerade? Ist es auch ein Vordruckbild oder eher gezählter Kreuzstich? Ja, interessanterweise habe ich meine Stickkarriere mit gezählten Kreuzstich begonnen und eigentlich überhaupt kein Vordruck gestickt. Und jetzt sticke ich doch sehr gerne Vordruckbilder, wobei ich sagen muss, in den vielen Jahren haben sich die Vordruckbilder ja massiv verbessert. Früher waren ja das meistens nur so Farbflecke, wo man dann im Endeffekt nichts erkennen konnte, was das eigentlich darstellen soll. Und jetzt ist die Qualität wirklich schon hervorragend. Ja, leider ist halt an meinem Bild hier, also an der Aqua Lady, der Druck halt nicht so gut, aber das betrifft ja nur gewisse Teile des Bildes. Also wie ihr seht, diese blau-schwarzen Felder, an denen ich gerade sticke, sind schon deutlich zu erkennen und nicht verschwommen.
Ja, ich bin wirklich schon gespannt, wenn dann mein Bild kommt, wie da der Druck sein wird. Aber Waterbiz hat sich ja wirklich stark verbessert. Ich habe ja jetzt auf der Facebook-Seite von denen gesehen, sie haben eine neue Druckmaschine und es wird auch gezeigt, wie so Bilder gedruckt werden. Also ein kurzer Clip, wo man sich das anschauen kann, aber es ist interessant und man sieht, dass der Druck wirklich glasklar ist. Und ja, ich habe da scheinbar noch also die alte Maschine, die hier mein Bild gedruckt hat. Aber bei der neuen Maschine wird das wirklich, wirklich schön, der Druck. Aber wie gesagt, wenn das kleine Mädchen dann bei mir eingezogen ist, gibt es auf jeden Fall ein Unboxing und wir können uns das dann genauer anschauen, was da alles auch an Zubehör dabei ist. Mittlerweile habe ich ja gesehen, gibt es viel mehr Zubehör. Bei mir waren halt die Standarddinge dabei wie Nadeln, Fadenauftrenner und Fadeneinfädler. Ja, ich glaube, das war es auch schon. Und ich glaube, bei den neuen Bildern gibt es sogar einen Stickrahmen dazu. Aber ich bin mir da nicht sicher, was da alles dabei ist. Aber wir werden das ja sehen, wann das ankommt. Soweit ich das jetzt mitverfolgen konnte, dauert es aber doch ziemlich lang, bis die Bilder dann alle verschickt worden sind. Ich glaube, insgesamt waren 140 Bilder bei dieser Auktion dabei. Also ich denke mir, wenn man 140 Bilder verschicken muss, ja, das kann dann natürlich schon dauern. Und ich denke, mit einem Monat Wartezeit muss ich auf jeden Fall rechnen. Aber das macht ja nichts. Ich habe mittlerweile, nicht mittlerweile, ich habe ja noch genug zu tun. Ich habe ja genug VIPs, genug noch nicht angefangene Bilder. Und wenn ich ja ganz ehrlich bin, hätte ich ja auch dieses Bild nicht gebraucht, also das Mädchen. Aber ja, wie gesagt, ich war schockverliebt. Also ich finde sie so entzückend. Und ja, da konnte ich nicht Nein sagen. Noch dazu für diesen guten Preis eigentlich. Wer sagt da schon Nein? Ja, jetzt werden wir noch den Faden hier zu Ende sticken oder das Kästchen zu Ende sticken. Und dann habe ich euch voll gelabert über die Firma Waterbiz und die Auktion. Wie gesagt, es sollte kein Werbevideo sein, aber es hat einfach wirklich Spaß gemacht. Und meiner Meinung nach hat Waterbiz auch sehr schöne Produkte. Ja, dann warte ich noch auf ein Kooperationsbild. Das ist eine Kooperation mit der Firma VIP Cross Stitch. Da durfte ich mir wieder etwas aussuchen und dieses Mal habe ich mir nur ein Bild ausgesucht, aber halt für einen höheren Wert, und es ist wie so viele andere auch, also wie so viele andere YouTuber auch gewählt haben, von der Firma Fairy Brand. Das ist ja momentan wirklich ein großer Hype um diese
diese Firma, diese Marke, denn viele YouTube-Videos drehen sich um diese Marke. Viele haben sich ein Bild ausgesucht. Ja, ich bin mal gespannt, ob das wirklich so toll ist, wie es immer beschrieben wird. Aber das Bild wurde noch nicht verschickt. Und ich denke, dass es nicht lagernd ist und noch produziert werden muss. Daher wird auch der Versand so lange dauern. Und natürlich dann die Lieferzeit, bis es hier ankommt. Ja, dauert dann, also auch wenn es jetzt gleich verschickt wird, dauert es mindestens 11, 12 Tage, bis das Bild dann bei mir ankommt. Da die Bilder ja alle aus China verschickt werden. Ja, Waterbiz kommt ja aus Kanada. Woher das Bild jetzt verschickt wird, weiß ich nicht. Mein Bild, also die Aqua Lady, kam damals ja direkt aus China, was mich ja auch sehr überrascht hatte. Aber ich habe mittlerweile gehört, eine YouTuberin hat auch ein Bild bestellt bei der Firma Waterbiz und da kam es dann, glaube ich, direkt aus Kanada. Im Prinzip ist es ja nebensächlich, woher das Bild kommt, denn die Produktion, glaube ich, findet sowieso in China statt. Also auch die Firma Waterbiz, glaube ich, produziert ihre Bilder in China. Ja, ich sehe gerade, mein kleiner Kater sitzt auf der Terrasse und begehrt Einlass. Da muss ich jetzt noch ein bisschen gedulden. Ja, bis jetzt ist er ja immer sehr gerne draußen gewesen, ist ja ein Freigänger, mein Kater. Und das schöne Wetter, also das schöne Frühlingswetter, macht ihm ja wirklich viel Spaß. Er hat mittlerweile auch schon wieder mal eine Blindschleiche mit nach Hause genommen. Ich weiß nicht, ob ihr kennt, Blindschleichen. Sehen ja aus wie Schlangen. Aber ich glaube, die gehören gar nicht zur Gattung der Schlangen. Ja, dazu glaube ich, werde ich nicht mehr sagen, weil da kenne ich mich wirklich nicht so aus. Aber wie gesagt, er hat es mit nach Hause gebracht. Ganz stolz, wie er ist. Ist nicht das erste Mal, dass er so etwas mitbringt. Und leider natürlich auch, wenn das Wetter warm ist, hat er leider auch viele Zecken. Erst vor ein paar Tagen haben wir ihm wieder die Zecken entfernt. Er hatte sie auch hinten im Nacken und da hatte er sich schon so viel gekratzt, dass gar kein Fell mehr zu sehen war. Also hat sich das ganze Fell rausgerissen. Und ja, diese Zecken verursachen ja starken Juckreiz. Ja, die haben wir entfernt mit einer Zeckenzange, die ich mir auch online bestellt habe. Also das ist optimal, da kann man wirklich gut die Zecken rausdrehen mit dieser Zeckenzange und auch für den Kater ist das sehr, ja, ohne Schmerzen halt, dass er keine Schmerzen dabei hat. Ja. Ansonsten weiß ich auch nicht so viel mehr. Jetzt habe ich mal ein paar Tage frei, nachdem ich ja
letzte Woche wirklich eine harte Woche hatte, viele Dienste hatte. Und ja, bin ich auch nicht so viel zum Sticken gekommen und war auch zu müde zum Sticken. Aber jetzt geht's wieder. Und wie gesagt, ich wollte euch unbedingt das Bild zeigen, das ich ersteigert habe bei der Auktion. Es ist wirklich, wirklich, wirklich niedlich. Also absolut mein Geschmack. Ich bin echt schon gespannt, wie das Gesicht dann rauskommt. Ob es dem entspricht, dem Vorschaubild entspricht, wie die Farben angeordnet sind. Ja. So, Faden ist jetzt wirklich gleich zu Ende. Die letzten Kreuze, ich glaube, das wird sich noch ausgehen, dass ich das 10×10 Kästchen beenden kann. Leider ist die Spannung hier vom Stoff nicht so optimal, obwohl ich den Rahmen wirklich sehr gern mag. Nur mal schauen, ob der überhaupt im Bild seid. Ja, das passt. Das geht sich nicht mehr aus, dass ich das fertig sticke, das Kästchen. Aber das macht nichts. So, dann werde ich auch hier dann das Ganze wieder mit einem Pinstitch, ach jetzt natürlich nicht, mit einem Pinstitch beenden wollte ich sagen, aber jetzt ist der Faden raus. So. Ja. Ihr könnt mir ja auch gerne mitteilen, wenn es irgendein Thema gibt, worüber wir uns unterhalten sollen, worüber ich sprechen soll. Vielleicht passt das dann auch. Und ich kann das irgendwo einbauen in einer Stickzeit. Und ja, ansonsten, der Faden ist zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss.